Lust mit dem Frühling zu flirten? Dann bist du bei mir genau richtig. Du bist begeisterter Balkongärtner und freust dich über jede Biene und jede Hummel in deinen Blüten? Dann dürfen frühblühende Stauden, wie zum Beispiel die Bergenien, die Lenzrosen, die Kuhschelle, der Schöterich oder das Lungenkraut auf keinen Fall in deinen Kästen fehlen. Na, warum sind denn jetzt die frühblühenden Pflanzen für die Insekten besonders wichtig? Schon ab 5, 6 Grad, da fliegen die ersten Hummeln und dann kommen auch schon die Bienen. Und mit diesen Pollenspendern und Nektarspendern kannst du auf deinem Balkon schon einen wichtigen Beitrag für den Erhalt und für die Nahrung der Insekten bieten. Meine 4 Favoriten bei den frühblühenden Stauden, die stelle ich euch jetzt erstmal vor. Die Bergenia, Bergenia cordifolia. Finde ich ganz fantastisch, weil es ist eine sehr frühblühende Staude. Sie ist immergrün, das heißt, ihr Laub bleibt auch im Winter dran, gibt also dem Garten auch ein bisschen Struktur, ist natürlich insektenfreundlich und wenn man Glück hat, blüht es auch noch ein zweites Mal im Jahr, so im Juli, August. Und insofern echt ein toller Hingucker. Meine Nummer 2 und gleichzeitig so ziemlich meine Lieblingspflanzen ist die Gruppe der Christ-, Lenz- und Schneerosen. Botanisch Helleborus, also botanisch Helleborus niger, Erixmittii oder zum Beispiel Orientalis. Sind fantastische Blumen. Sie fangen an im Oktober mit der Blüte, blühen zum Teil bis in den Mai hinein. Sie bieten den Insekten ein wahres Feuerwerk an Nektar und an Pollen. Sie sind sehr robust. Das heißt, sie kommen auch mal mit wenig Wasser aus. Sie sind nicht so wahnsinnig konkurrenzstark. Also wenn sie in Kübel pflanzt, nicht so wahnsinnig viele Pflanzen drumherum pflanzen, können aber auch durchaus im Schatten stehen. Also für mich echte Highlights. Die Nummer 3 für das Buffet auf dem Balkon ist das Lungenkraut. Botanisch Pulmonaria officinalis. Pulmonaria, da steckt das Wort Lunge drin. Tolle Pflanzen gibt es in Blau und in Rosatönen, sei es auch das gefleckte Lungenkraut. Naja, man sieht es auch ganz klar, das Laub ist gefleckt, hat also auch noch einen schönen Zierwert, sollte nicht so wahnsinnig trocken stehen. Und wenn es nach der Blüte sich so ein bisschen zurückzieht, einfach mal Laub abschneiden, treibt direkt wieder aus, ist eigentlich sehr, sehr dankbar und eine wichtige Heilpflanze. Hildegard von Bingen nannte es den Lungwurz. Meine Nummer 4 ist der Goldlack oder Schöterich, botanisch Erysimum. Eine langlebige, winterharte Staude, die sehr früh blüht und deren Blüten bis in den Mai in deinem Kasten stehen. Sieht super aus, gibt in verschiedensten Farben und lockt jede Menge Bienen und Hummeln in deine Blumenkästen. Naja, und auch wenn es langblühende Stauden sind, sie blühen natürlich nicht das ganze Jahr. Im Sommer sind sie verblüht, dann kann man den Kasten ein bisschen an Seite stellen, nochmal gut düngen, regelmäßig wässern und im nächsten Jahr kann man wieder aufhängen und im Frühjahr hat man tolle Blüten. Zwei von den Pflanzen, die habe ich vorhin noch unterschlagen, nämlich Iberis, die Schleifenblume, und Tiarella, die Schaumblüte. Jede Menge Farbe für deinen Balkon. Und ich habe auch noch eine ganze Menge anderer Vorschläge, wie du deine Kästen bepflanzen kannst. Ich kann euch versprechen, eure summenden Mitbewohner, die werden sich ganz schnell hier einfinden. Aber ganz unabhängig davon, dieser Flirt mit dem Frühling, der sieht doch wirklich wunderbar aus. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.